Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop, November 2024. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein November gestalten möchte, was er denn alles für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend, jedoch aber eventuell auch, was am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion im November. Du hast 4 Karten, 4 Themen. Lieber Skorpion, es geht um dein Herz, eine Herzensangelegenheit, die Liebe in ihren positiven und weniger positiven Aspekten. Die Liebe, die stärkste Kraft im Universum, bedingungslos, durchaus das Positivste, was es gibt. Die Schatten, die sind vom Menschen selbst kreiert. Denn die Liebe an sich, sie ist neutral. So schaust du dir im November die Schatten an, die du auf die Liebe wirfst. Liebe muss nicht immer nur in der Partnerschaft sein, kann Familie, Freundschaft, zu allem, was ist, sein. Schauen wir es uns an. Es geht definitiv darum, dass eine weibliche Energie, man könnte sagen, jüngere Energie zwischen 10 Jahren und maximal 25, 28 Jahren ausschlaggebend für etwas ist. Dieses Etwas lässt in dir ein Thema hochkommen. Es ist wie, als würdest du den Impuls bekommen, durch das, was du durch diese weibliche Energie erfährst oder mitbekommst, dass du dir sagst, so, was ist mit mir? Es ist, als hättest du das Gefühl, einen Schlussstrich ziehen zu müssen bezüglich einer Überzeugung von dir, einem Glaubenssatz oder des Nichthandelns. Im November ist es dir umso wichtiger, die Liebe voll und ganz zu verstehen, sie in dein Leben zu lassen, sie willkommen zu heißen. Doch die Schattenaspekte, sie weisen dich immer wieder darauf hin, wie tief, wie viele vielleicht und wie lange sie schon anhalten. Die Kerben der Verletzung. Doch auch dort verändere deinen Blickwinkel. Nicht die Liebe verletzt. Der Mensch in der nicht ganz adäquaten Handhabung der Liebe fühlt sich verletzt. Du möchtest jemanden ganz für dich haben, du möchtest Zweisamkeit, du möchtest diese Zweisamkeit, diesen jemand, ja wie hier, schon in ein Nest hüllen, in ein geschütztes Nest hüllen, damit du dich geschützt fühlst. Doch du wirst herausgefordert, genau hinzusehen und dich zu fragen, für wen ist dieses Nest gemacht?
Brauche ich dieses Nest? Oder ist es ein Nest in meinem Herzen, das leer ist, schon lange leer ist? Es wird sehr komplex, lieber Skorpion. Wir schauen uns das genauer an. Schauen wir uns erst einmal zunächst dein Hauptthema an. Unter welchem Stern steht dein Oktober? Das Hauptthema, das dich begleiten wird. Du wirst es nicht glauben. Die Liebenden. Okay, wir bleiben definitiv in der Thematik. Es ist, als würdest du von Grund auf das Gefühl haben, dass du jemanden brauchst, beziehungsweise jemand anders dafür verantwortlich ist, dass dein Leben strahlt, dass es dir gut geht im Leben. Du machst es viel zu sehr von anderen abhängig oder von dieser eine Person, dein Herzmensch, whatever, wer auch immer, dein Leben bestimmt. Doch dieser Mensch ist nicht dafür verantwortlich, wie es dir geht, sondern einzig und allein du, lieber Skorpion. Deswegen überlege dir, für wen ist das Nest gebaut? Wen willst du in diesem Nest haben? Brauchst du dieses Nest überhaupt noch? Unvorhergesehenes, nämlich der Schleier wird abgenommen und es gilt aufzugeben. Es gilt zu kapitulieren vor dem, was über Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufgebauscht wurde von dir, was sicherlich zwanghaft aufrecht erhalten wurde. Die Sache ist die, das Aufgeben in dir ist die Erkenntnis, dass sich viel mehr bewegt, dass viel mehr geschieht, wenn du ja fast schon, man kann sagen, den Zwang nach der Kontrolle, dem Kontrollieren wollen, aufgibst. Und das darfst du erkennen. Und das ist auch ein Schattenaspekt, der in Licht gewandelt werden darf. Gut möglich, dass du es mit einem Luftzeichen zu tun hast. Ich denke, dieses Thema wird ja zugleich Anfang November intensivst begegnen. Ja, und du wirst herausgefordert, es aus dir selbst heraus, durch deine eigene Kraft, durch die Macht deines Geistes zu transformieren. Lass es los. Wir haben alle unsere Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, doch auch das ist Kontrolle. Auch das ist Kontrolle. Und wenn man den Zwang hat, kontrollieren zu müssen, ist man nicht im Vertrauen, ist meist angstbasiert und sicherlich auch Selbstschutz. Zwischen dem 6. und dem 13. November, lieber Skorpion, darf es sich verändern, darf es transformieren zu deinem höchsten Wohle. Das Wichtige ist, dass du dich freust auf Leichtigkeit, dass du dich freust, dieses Thema loszuwerden, was sich in so viele Themen deines Lebens,
nicht nur hineinbewegt hat, gar schon hineingefressen hat, verbissen hat. Schau, was übrig bleibt. Schau, was übrig bleibt. Es ist, als würdest du wie eine Schlange die alte Haut abstreifen, weil du aus dieser Größe herausgewachsen bist. Du darfst wachsen. Deine Energie darf sich vergrößern, darf sich weiten. Du bist sogar eingeladen, auf eine neue Frequenz aufzuschwingen. Du entscheidest, wann du die Brücke zur Vergangenheit endlich niederbrennst, auf dass es kein Zurück gibt. Loyalität auch ein sehr großes Thema im November, sei es zu dir selbst oder aber zu wem bist du überloyal, auf dass du nicht zu erkennen gibst, wann es zu viel ist. Das, was du nicht siehst im November, darum achte darauf, ist das, was hinter deinem Rücken geschieht. Es geht nicht darum, zu wissen, sondern sich bewusst zu sein, dass eine Unehrlichkeit stattfindet, gut möglich seit 3 bis 5 Jahren, muss nicht unbedingt von einem anderen Menschen ausgehen, kann gut möglich sein, dass diese Unehrlichkeit dir selbst gilt. Die Vergangenheit möchte ruhen. Warum lässt du sie nicht ruhen? Das ist die Frage. Ah ja, ich sehe. Aufmerksamkeit. Du möchtest, dass jemand dir in deiner Vergangenheit heute noch Aufmerksamkeit gibt, schenkt und die Verantwortung übernimmt für deine Instabilität. Gut, wir machen weiter im Extended und ich denke, die Überraschung, die folgen wird, schauen wir mal, hulala, die Überraschung, die folgen wird, Mitte, Ende November, auf die wirst du nicht gefasst sein, lieber Skorpion. Die letzten 3 Jahre möchten erlöst werden. Ja. Die Lösung kommt. Doch du gibst sie dir selbst und erlöst dich quasi vom Schatten der Liebe. Wir machen weiter im Extended, lieber Skorpion. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!